Glaubst du, das ist möglich für einen deutschen Drucker, wenn man diese Film ansehen, etwas zu lernen? Wir müssen alle lernen. Darum Inspiration zu bekommen, in Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Guten Morgen, mein Name ist Andreas Weber. Ich bin hier im Herzen Deutschlands und freue mich, mit meinem Freund Morten von Inkish sprechen zu können. Wir haben uns geeinigt darauf, weil ich sitze ja hier im Herzen Deutschlands, in meinem Umkreis 100 Kilometer, hat druckgeschichtlich alles stattgefunden, was uns heute beschäftigt. Also wir haben Heidelberger Druckmaschinen, wir haben Johannes Gutenberg in Mainz, wir haben König und Bauer ganz in der Nähe und. Also ganz viel, was sich hier bündelt. Insofern freue ich mich. Und natürlich genauso wichtig, schon aufgrund des Lifestyles, ist es die Verbindung nach Kopenhagen. Für mich die bezauberndste und lebensfreundlichste Stadt, neben Wien, muss ich sagen. Ja, aber ich bin sehr gerne da und der Punkt ist, dass wir ja herausfinden wollen, wie man die Beziehung verstärken kann. Also wir haben den deutschsprachigen Markt und der kann von Inkish profitieren und umgekehrt natürlich Inkish auch aus dieser deutschen Sicht, weil wir sind ein agiler Markt und neben den USA mit der größte und auch sehr exportstark. Also viele Produkte, die in Deutschland gefertigt werden in alle Welt exportiert und da geben sich interessante Ansatzpunkte. Zugleich sind wir in Deutschland, was Innovationen angeht, relativ skeptisch gegenüber im ersten Schritt. Und insofern freue ich mich. Wie sind deine Erfahrungen mit Deutschland? Ich freue mich, dir zu sehen wieder, Andreas. Wir haben uns gekannt für, ich glaube, ungefähr 5 Jahren und ich glaube, dass wir haben ganz viele gute Gespräche gehabt. So vielen Dank, dass du auch meine Invitation für dieses Programm akzeptiert hast. So danke. Ich glaube, dass das ist richtig, was du gesagt hast, dass wenn man am Deutschland sehen, dann ist es da ganz viele von Technologieerfindungen und ich glaube, dass dass die deutsche Engineering-Kapazität ist ganz fantastisch, wenn man sieht, alle die Druckmaschinen, die so wichtig ist in der Welt. Ich glaube auch, dass die ganz vielen deutschen Unternehmen ist ganz interessiert in neue Technologien. Das ist nicht deutsch Erfindungen ist wie HP und Canon und andere digitale Druckmaschinen ist ganz interessant zu sehen. Aber ich glaube, dass Deutschland ist auch in einer Situation, wo die Rezession in diesem Wochen oder Monaten ist etwas, das ganz viele Leute ist ein bisschen nervös von. Absolut, ja. Und im Prinzip, was im Moment ein bisschen fehlt, vielleicht können wir da mithelfen, ist die richtige Perspektive zu finden. Weil es kann ja nicht nur darum gehen, effizienter zu sein und Kosten zu sparen oder auch zu versuchen, überhaupt noch profitabel zu arbeiten. Die Sinnhaftigkeit von Printkommunikation, um die geht's ja ganz besonders. Und da freut's mich, dass ich sozusagen jetzt zu dieser Zeit, später Sommer, früher Herbst, mein 50-jähriges Berufsjubiläum habe. Also ich bin noch nicht so alt. Ich habe sehr, sehr früh angefangen mit 14 Jahren. Und für mich ist das unglaublich. Und ich sitze schon ein paar Wochen da und zermartere mir das Gehirn. Was war denn jetzt in diesen 50 Jahren eigentlich ganz besonders? Manchmal hat man das so, die Zeit plätschert dahin und man ist immer aktiv. Aber vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht. Und ich habe für mich festgestellt, was mich begeistert hat und vielleicht auch dich und viele andere, ist das Medium Print ist das Einzige, was eigentlich dem Medium Mensch, der Mensch ist ja auch ein Medium, sehr nahe kommt. Und ich habe gelernt, Print verbindet. Wir beide haben uns ja auch damals über unsere
Beschäftigung und Liebe zu Print kennengelernt und ausgetauscht über Themen ganz intensiv. Und das ist mir überall, wo ich beruflich tätig war, genauso gegangen. Also ich habe auf allen Kontinenten arbeiten dürfen, in fast 40 Ländern, mit Vorträgen, mit Beratungen, mit Analysen und was auch immer. Und überall war es da, dass Print sofort ins Gespräch gebracht hat. Auch wenn man wie in Thailand manchmal gar nicht sich richtig verständigen konnte, weil die Sprachskills auch in Englisch nicht so ausgeprägt waren. Und trotzdem war immer eine Verbindung da. Und das ist ganz besonders, weil Print ist ja, wie wir Menschen auch, in der Realität verhaftet. Und wenn wir Digitales nutzen, kann es immer nur komplementär sein, weil wir damit automatisch ins Virtuelle gehen. Und das ist für uns nicht greifbar. Interessant ist, wenn man Print verbindet, googelt in Deutsch, da findet man immer die Konnektivität zwischen Smartphones, Laptops und Drucksachen, die man darüber erzeugen kann. Das ist aber nur ein kleiner Teil dessen. Das zeigt, wie modern Print ist, aber das Wertesystem, was dahinter steckt, ist ein ganz anderes. Und um diese kleine Einführung und meine Schwärmerei für Print noch abzurunden, was ich auch festgestellt habe, ich bin mal alle Argumente durchgegangen. Was macht eigentlich Print so beliebt? Meistens kommt das haptische Erlebnis. Das ist für mich immer schwierig, weil ich habe hier mein super schönes Smartphone und das hat natürlich auch ein haptisches Erlebnis. Das liegt gut in der Hand und wie auch immer, das kann es nicht sein. Das, was ich rausgefunden habe, ist, Print ist das einzige Medium, was vollumfänglich unser vegetatives Nervensystem anspricht. Das heißt, wir können das gar nicht direkt beeinflussen. Das ist ein sehr emotionaler Vorgang. Und dann ist das Spiel immer zwischen Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, zwischen dem, was uns wach macht und Aufmerksamkeit erzeugt, manchmal auch warnt, und dieser Ruhephase. Und ein schönes Bild auch in der bildenden Kunst ist, es werden über Jahrhunderte schon Leute gezeigt, die lesen, die ein Buch in der Hand haben. Das ist mit der höchste Moment der Entspannung. Und gleichzeitig ist natürlich Print in unserer Welt allgegenwärtig und kann ja auch Analphabeten ansprechen. Und das macht es so interessant. Es hat ja eine Signalisationswirkung auch. Und wir hatten gerade eine Katastrophenübung in Deutschland mit Sirenen und so weiter. Und da spielt natürlich auch diese Signalisation über Schriftzeichen, auch wenn sie dann digital übertragen werden, eine große Rolle. Und ohne, dass wir das über Print gelernt hätten, wäre das gar nicht möglich. Also die Wichtigkeit, sich mit Print zu beschäftigen, steht außer Frage. Es ist nur sehr Commodity geworden und vielen ist gar nicht mehr in Erinnerung, warum Print so wichtig ist. Und an der Stelle kommen wir zu Inkish und diesem reichen Portfolio an Serviceleistungen und vor allen Dingen den Videos. Und mir ist eines besonders aufgefallen, was gerade veröffentlicht wurde. Das ist eine Firma ganz weit weg von Deutschland, Courier Graphics in Phoenix, Arizona, also im Südwesten der USA. Und da habt ihr mit den Studenten, mit Carrot gesprochen. Und natürlich ist er für Deutsche nicht ganz einfach zu verstehen, weil dieser Dialekt in seiner Region ist schon sehr speziell. Er redet auch sehr eloquent und sehr flott. Aber wenn man sich reinhört, und das ist ja das Schöne am Video, man kann immer wieder stoppen, kann mal von vorne wieder anfangen. Das Video an sich ist mit 7-8 Minuten auch nicht zu lang. Und da wird es auf einmal total interessant, denn Deutsche denken immer, Amerikaner, das ist so quick and dirty, sagen würde. Also da geht es eigentlich nur Masse und schnell und alles flott zu einem günstigen Preis und Qualität ist gar nicht so wichtig. Das ist bei dieser Firma, die ihr ausgesucht habt und Scott als Präsidenten ganz, ganz anders, denn es wird sofort klar in dem Video, wie hochproduktiv und hochqualitativ Drucksachen aller Art hergestellt werden. Das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, Kataloge, Zeitschriften, Bücher, Umschläge, reale Dinge, die machen, in kleinen Mengen und in sehr großen Mengen. Und was ich sehr gut finde, ja.
Es ist so, dass ich war da mit Courier Graphics und es war ganz schön. Die hatten eine 32 Seiten Manroland Web Offset Press und dann haben die auch eine Heidelberg Act Collar mit Wendungwerk. So es war gut für Covers und für kleiner Auflagen. Und das ist 100% korrekt, was du sagst. Sie haben eine ganz intensiv Fokus am Qualität und die Kunden und die Drucksachen, dass sie machen, ist am besten Qualität, dass man hierüber denken kann. Und ich glaube, das ist auch interessant, weil ich glaube, dass Scott Carrott in Film sagt, dass sie haben ganz gut Vertrauen in die Zukunft, auch in Commercial Print. Und ich glaube, das ist sehr gut für die ganze Welt zu verstehen, dass wenn man nicht Commodity Print machen und vielleicht auch, wie du gesagt hast, die taktile und die Schönheit in die Drucksachen sehen als eine Werte, dann ist es schon ganz viele Arbeit, auch in der Commercial Print und vielleicht auch Platz für neue Investierungen in Produktionsanlage und Produktivität, so man kann beide Geld machen und sehr schöne tolle Drucksachen machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja, und ich finde eben gut, dass in dem Video schon gleich innerhalb der ersten Minute zeigt er ja den Showroom, also die Produkte, die entstehen. Und das ist für mich immer wichtig, dass man sieht, was kommt am Ende raus. Und da ist das ja auch eine Firma, die als Akzidenzdruckerei, wie wir hier in Deutschland sagen, das wird ja generell jetzt als extrem schwieriges Geschäft angesehen. Auch wenn man sich Insolvenzen unter Druckereien anguckt, sind da viele Akzidenzdrucker, also Commercial Printer dabei, auch große, wobei die natürlich die größte Zahl an Betrieben ausmachen. Das heißt, die Statistik ist da ein bisschen unscharf, weil natürlich, wenn es so viele Betriebe gibt, natürlich der Anteil derer, die in Insolvenz gehen, immer der höchste sein muss. Das ist gar nicht anders denkbar. Selbstverständlich, ja. Das ist schön an den Produkten, die Vielfalt. Und es wird ja auch darauf eingegangen, was Kunden tatsächlich wünschen. Das ist mir auch immer wichtig. Und da ist eben nicht unbedingt der Preis im Fokus. Natürlich muss der Preis immer stimmen, sondern wie du auch sagst, die Qualität in Verbindung mit Schnelligkeit. Also wie kann man den Prozess zwischen Angebot, Auftragseingang und dann tatsächlich Lieferung verkürzen und auch Leistungen sehr flexibel abrufen. Und deswegen ist dieses gemischte Equipment ganz wichtig. Also es gibt aus meiner Sicht da keinen Grund zu sagen, ein Webs-Offset ist eine antiquierte Technik. Dafür gibt es noch ausreichend Aufträge, wenn man es richtig einsetzt. Ja? Und die Nahtstelle hin zum Hochleistungs-Bogen-Offset-Druck, die sind ohnehin ganz dicht. Das kenne ich selbst noch aus meiner Zeit als Verleger, wo wir mit einem klassischen Sheetfed-Projekt auch auf die Rolle gegangen sind, waren schneller und haben wahnsinnig Kosten gespart und haben trotzdem die Qualität halten können. Also das ist sehr schön, wie ihr das zeigt. Ja. Ich kann dir sagen, Andreas, dass ich habe nicht hierüber gedacht, aber ich glaube, dass mit Courier Graphics, dann ist es alle die Bindungsmaschinen und alle die Druckmaschinen ist alle von Deutschland. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, warum diese Technologie ist. Ich glaube nicht, dass es das Web Offset ist alt oder integriert. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen Renaissance, weil in diesem Moment muss auch die Web-Offset-Maschinen sehr hoch Qualität produzieren. Und wenn man mit Unternehmen wie Courier Graphics, auch mit Unternehmen wie Hudson Graphics von Salt Lake City, dann ist es zwei Beispiele, wo es ist sehr hoch profilierte amerikanische Druckereien, die Hochqualität Akzidenzdruck machen, auch am die Web Offset. Aber ich habe eine Frage für dich. Du hast diesen Film gesehen. Glaubst du, dass es möglich für eine deutsche Drucker, wenn man diesen Film ansehen, etwas zu lernen? Absolut. Wenn man da Richtung MAS sich beschäftigt hat, ging das über fast anderthalb Jahre.
Und am Schluss kam jetzt keine Lösung von der Stange raus, sondern ganz spezifisch auf die Bedürfnisse jetzt nicht nur von ihm als Unternehmer, sondern der Mitarbeiter, die als Operator mit diesem Equipment arbeiten müssen. Das fand ich sehr interessant und auch die Bemerkung, dass Rentabilität und Profit sich eben mit dem Einsatz von Software deutlich haben steigern lassen können. Das ist etwas, in Deutschland ist man extrem Hardware verliebt und ich glaube, der Aspekt der Software, also nicht die Software zur Maschinensteuerung, sondern die Metaebene drüber, ja, das MAS, was wirklich vom Go-to-Market bis hin zur Lieferung alles steuern hilft, das ist sehr, sehr wichtig geworden. Normalerweise denkt man, im deutschsprachigen Raum ist es wichtig, sozusagen die Organisationsprozesse zu gestalten. Also auch, wie sind Wege innerhalb der Druckerei am kürzesten und wie kommt das Papier an die Maschine und hin und her. Aber dieser Aspekt, dass wir tatsächlich Software in Zukunft ja mehr und mehr mit künstlicher Intelligenz einsetzen können, um letztendlich für Kunden es transparenter zu machen und auch die Mitarbeiter mitzuholen, dass die tatsächlich Entlastung bekommen. Das ist etwas, wo man sehr stark lernen kann, weil Amerikaner haben einfach den Vorteil, die sind sehr viel unvoreingenommener. Also die sind auch risikofreudiger. Sagen wir, ein kalkuliertes Risiko geht man in den USA gerne ein, auch mit der Option, dass man scheitert. Und wenn man scheitert, dann steht man wieder auf und fängt neu an. Und das ist eine ganz andere Situation. Da kann man in Deutschland oder auch im deutschsprachigen Raum viel von lernen. Weil Risiko möchte man am liebsten bei anderen beobachten und das dann nachmachen, wenn es gut geht, aber selbst etwas ausprobieren, wo das Ende nicht gleich absehbar ist, das ist schwierig. Andreas, es freue mich, dass du über Software auch denken. Ich weiß nicht, wenn du es weißt, aber die MES-System, das Courier Graphics investiert in, ist von Dänemark. Und Prentwies ich glaube, dass Scott Carrot von Courier Graphics, er sagt, ein Vorteil für ihn ist, dass es ist ein MES-System und ERP-System, das ist 100% integriert zum Microsoft Software Environment. Ist auch Microsoft etwas, das man in Deutschland denke hierüber, das ist eine Pluswort, wenn es ein amerikanische große weltweite Unternehmen ist, aber ist es ein Vorteil für eine deutsche Druckerei, auch etwas zu haben, das ist integriert mit Microsoft, oder ist es nicht so wichtig, glaubst du? Nein, es ist extrem wichtig, aber gar nicht so sehr im Bewusstsein der Menschen. Und das ist ein bisschen paradox für mich, weil Microsoft ist natürlich eine ganz etablierte Firma bei allen Kunden, die Druckereien haben können. Ja, also allein schon aus diesem Aspekt, was für die Fortune 500, also die erfolgreichsten, größten Unternehmen läuft, genauso wie für Mittelständler im Maschinenbau in Deutschland, hat natürlich eine Wirkung und spielt eine bestimmte Rolle. Und da kann man genau diesen Weg in Deutschland vielen empfehlen, wobei generell das Thema MAS in Deutschland sehr unterrepräsentiert ist. Also es gibt gar keine Diskussionen darüber und auch keine Schilderung von Erfahrungen. Da ist von der Kommunikation über das Thema ist tatsächlich ein Defizit. Ja, und mit Microsoft sollte man sich genauso beschäftigen. Vielleicht ist Deutschland SAP näher, ja, als deutsche Firma. Da kommen wir wieder auf dieses Thema. Aber das sind ja alles internationale Konzerne, die sich bei der größtmöglichen Qualität verpflichten und Flexibilität. Übrigens, weißt du in Deutschland, welche ERP-System oder MES-System ist der am meisten gebraucht in deutschen Druckereien? Ist da eine Plattform, das ist die meistens wichtige, oder wie ist das in Deutschland? Das kann man gar nicht so genau sagen, weil meistens hängt es immer mit dem Lieferant für die Druckmaschinen zusammen. Also was die im Portfolio haben und was die empfehlen.
Also es gibt sehr wenige Druckereien, die sich auf dem freien Markt umgucken und sagen, wo ist die beste Lösung. Insofern ist das sehr heterogen und wer ein bisschen auffällig war, auch durch Zukäufe, war EFI in Deutschland. Aber da lief alles nicht sehr gut. Die haben sehr oft kleine Spezialisten aufgekauft und haben die dann anschließend platt gemacht, um ihre eigenen nicht so guten Lösungen weiter verkaufen zu können. Also das kommt auch vor. Aber die Entscheidung für MAS hängt ganz stark an dem ab, was der Druckmaschinen-Hardware-Lieferant bietet. Und auch supportet, ja. Selbstverständlich, ja. Wir sollen schon zum Ende gehen hier. Ich habe eine Frage, weil wenn du einen Film wie diesen von USA sehen, und ich weiß, dass du auch Film von uns in Deutschland sehen hast, ist da etwas, das ist nicht so belieblich oder dass du nicht machen so viel von diesem amerikanischen Unternehmen, oder ist es vergleichbar mit, wie du siehst, die gute deutschen Druckereien? Es ist durchaus vergleichbar. Also außer der Sprachbarriere sehe ich da keinen Unterschied. Und was mir gut gefällt an Inkish-Filmen ist, es ist optisch immer sehr abwechslungsreich, aber nie hektisch. Und was auch wichtig ist, dass ihr viele Touchpoints bietet. Also man kann über verschiedenste Social-Media-Plattformen sich Videos angucken, aber auch über die Website, über YouTube und bei YouTube auch in 4K-Qualität. Ich glaube, das Video mit Scott und Courier Graphics ist auch in 4K zu sehen. Und dann habe ich immer die Entscheidung, es funktioniert auf einem kleinen Smartphone, genauso wie auf einem Tablet, PC, oder was ich gerne mache bei solchen Dingen, ist dann den großen Flatscreen mit 75 Zoll in 4K einzusetzen, weil da bekommt man noch mal ein ganz anderes Kinoerlebnis, ja. Und was uns beschäftigen wird, sicher in den nächsten Gesprächen, ist eben diese Masse an Videos und wie navigiere ich eigentlich. Das ist, glaube ich, etwas, was... Das ist ein Problem, und ich kann dir sagen, dass wir arbeiten daran, und wir haben auch daran gearbeitet für ganz lange Zeit, aber es gibt keine simple Lösungen für dies, aber wir arbeiten, und ich glaube, dass wir wird schon etwas gut zum Markt bringen. Und also, erinnern, wir sind nur eine 3-Personen-Unternehmen, so wir haben nicht so viele Ressourcen. Das ist immer das, was man vergisst, ist, dass 3 Leute so viel Arbeit machen, dass wir tun. Ja, die Frage ist immer, wie die Verschlagwortung funktioniert. Mein Lieblingsbeispiel ist, in Deutschland haben wir zum Thema gesundes Essen eine tolle Initiative zwischen einem Fernsehsender, dem Norddeutschen Rundfunk, also öffentlich-rechtlich, und einer Gruppe von Ärzten, die nennen sich die Ernährungsdocs. Und die berichten über ganz spezifische Krankheitsbilder und empfehlen dann, wie man die Ernährung umstellt, um heilen zu können. Also nicht um zu lindern, um richtig an die Ursachen ranzugehen. Und die haben ein ganz tolles System entwickelt. Und wenn man sagt, ich habe, Probleme mit dem Herzen und gleichzeitig Diabetes, dann kann ich bei denen auf der Website über eine gute Verschlagwortung genau die Rezepte rausfinden, die für mich passen. Und das ist so ein bisschen das Leitbild, was ich habe und wo ich glaube, da kann man richtig punkten, auch gerade in Deutschland. Das Verrückte ist, die Hersteller hier in Deutschland haben zu wenig Kenntnis von dem, was ihre Kunden eigentlich machen. Also ich habe da fürchterliche Erlebnisse gehabt, indem ich nachgefragt habe, wer von euren Kunden kann denn das und das und das? Und dann haben die gesagt, naja, ich schicke dir eine Excel-Datei. Und in der Excel-Datei war gerade mal die Postanschrift richtig, noch nicht mal E-Mail und Website und schon gar nicht die Person, die verantwortlich ist, sondern immer nur die Person, die die Rechnungen bekommt. Die stand da drin. Und damit war die Transparenz gar nicht gegeben. Und das sehe ich als wichtige Aufgabe. Wir haben so viele tolle Firmen in aller Welt und auch hierzulande. Und da transparenter zu machen, welchen Nutzen Drucksachenbesteller und Drucksachtenkonsumenten haben können. Und dass das funktioniert, zeigt sich ja im Online-Druckerbereich. Da war
vor vielen Jahren der Durchbruch, als die angefangen haben zu erklären, welche Arten von Drucksachen gibt's überhaupt. Also nicht nur zu sagen, ich biete dir den 8-Seiten-Flyer billiger an als andere, sondern was ist das überhaupt? Wie setze ich das ein? Wie wird das gemacht? Welche Tools haben wir, damit du den Umweg über Agenturen sparen kannst als kleines Unternehmen und so weiter. Ja. Und damit ist das Online-Printing in Deutschland ja so zum Fliegen gekommen wie in keinem anderen Teil der Welt. Ja. Und das finde ich gut. Aber es ist nicht einfach. Nein, es ist nicht. Aber ich kann dir sagen, dass was wir mit am Inkich arbeiten, ist eine anonymes Form von Profil, dass man sagt, dass wenn Typen Andreas ist, was du sehen am Inkich, wenn es andere Profilen, die sieht aus wie dir in Verbrauch von Filmen, dann wird wir eine Rekommendierung machen, wie YouTube und wie Spotify, weil ich glaube, dass wenn man diesen letzten 2 Wochen, seit es war Label Expo und Seaprint, ich glaube, dass wir haben vielleicht 50 Filme produziert und publiziert, und das bekommt sehr schwer für unsere Schauern, diese richtige Film zu finden. So, ich verstehe 100%, was du hierüber sprechen, und ich glaube, dass vielleicht wird es etwas, dass wir sollen eine ganze Episode hierüber sprechen, weil du hast etwas vergessen in diesem ersten Weber und Reitzoff, und dass wir willen für die nächsten 3 Monate will wir versuchen, jede Woche etwas Interessantes herüber zu sprechen über, ja? Ja, gerne. Also da freue ich mich, wie gesagt, sehr, sehr darauf, und wir werden uns zwischendrin auch mal sehen, wenn das klappt bei eurem Non-Event, und dann kann ich auch dazu sozusagen meinen Kommentar abgeben. Also wie gesagt, um das zusammenzufassen als Fazit, diese Idee, sich aus verschiedensten Teilen der Welt Anregungen zu besorgen und nicht nur zu gucken, was macht unmittelbar mein sogenannter Wettbewerber in der gleichen Stadt oder in der gleichen Region. Das ist überhaupt nicht zielführend, ja, und trifft auch nicht die Realität, weil meistens kennen sich die Druckereiunternehmer sehr gut über Verbandsarbeit und so weiter. Und dieses Scheuklappendenken und das ist mein Konkurrent und Feind ist nicht richtig. Es geht ja darum, Inspiration zu bekommen und diese Anregungen in Wissen und Erkenntnis umzuwandeln. Und wenn wir dazu beitragen können, finde ich das gut. Und ich finde auch gut, dass wir das sagen, wir probieren das erstmal aus für einige Zeit. Ja. Weil wir müssen alle lernen. Was passiert. Ja, selbstverständlich. Andreas, danke sehr für deine Zeit hier, und sehen uns nächste Woche, ja? Ja, ganz genau. Gute Zeit. Okay. Tschüss, bye bye. Okay, danke sehr. Bye, tschüss.